Hallo liebe Freunde von Freien Welt, freut mich, dass ihr wieder da seid. Ich habe ja letzte Woche das Video hochgeladen von meiner schönen Yamaha Tenere, habe vorgestellt, was ich mit dem Motorrad vorhabe, habe so ein bisschen gezeigt, warum ich mich für das Motorrad entschieden habe und auch so ein bisschen ja, die Extras habe ich euch gezeigt, weil ich dieses Motorrad ja für eine neue Reise, eine Reise nach Nepal als finales Ziel sozusagen gerade aufbaue. Was da noch gefehlt hatte in dem Video waren die Taschen, die Koffer von Mosco Moto, und deswegen mache ich jetzt dieses Video noch mal ganz kurz. Ich bin heute dabei, habe so meine Sachen organisiert. Ist ja immer so eine Sache, bevor es auf große Reise geht, dann räumt man immer schön auf. Man organisiert sich, und heute war ich endlich soweit, die Taschen hier endlich mal an das Motorrad zu bauen. Und ihr seht schon, jetzt sieht das Motorrad deutlich mehr nach einem Reisemotorrad aus. Und ja, ich wollte euch eigentlich mal kurz nur den Überblick geben, was ich mir hier Schönes dran gebaut habe. Kleiner Hinweis, die Firma Mosco Moto hat mich bei dieser Reise unterstützt. Ich bin aber in dem, was ich euch erzähle, völlig neutral. Das heißt, ich werde es euch auch sagen, wenn mir irgendwas an diesen Taschen nicht gefällt. Ja, fangen wir mal vorne an. Ich bin ja Fotograf. Für mich immer ganz wichtig, dass ich vorne genau griffbereit sofort meine Spiegelreflexkamera habe. Hier in die Tasche passt genau eine Kamera mit Objektiv und noch ein zweites Objektiv. Da bin ich tatsächlich ein bisschen eingeschränkt. Früher hatte ich eine Tasche von Touratech, da war immer alles vorne drin. Da waren 4 Objektive drin, da war auch noch eine GoPro drin. Und was das angeht, muss ich mich sozusagen bei dieser Reise ein bisschen anders organisieren. Ich habe, was das angeht, ohnehin abgespeckt, aber zu meiner ganzen Kameraausrüstung zum Thema Fotografie werde ich ohnehin euch alles nochmal extra berichten. Ja, hier oben habe ich mir noch so eine kleine Tasche gegönnt, ein bisschen für Geldbeutel, Handy und so Sachen. Und wichtig an der Stelle, ich habe euch ja letztes Mal gezeigt, dass ich den schönen GPS-Halter habe von Perun Moto. Wichtig ist an der Stelle natürlich, dass die Tasche auch noch schön aufgeht, und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Dafür habe ich diesen GPS-Halter extra ein Stück weiter nach vorne gelegt. Hier hinten habe ich dann die schöne Backcountry-Tasche. Das ist für mich ziemlich neues Konzept. Allgemein muss ich sagen, dieses ganze Taschenkonzept ist völlig neu für mich. Sonst war ich immer mit Koffern von Touratech unterwegs, war immer glücklich damit, habe es schon gesagt, bin auch eigentlich immer noch glücklich damit. Koffer und Taschen, darüber mache ich vielleicht auch noch mal ein extra Video. Was man sehr schnell feststellt, bei Koffern ist irgendwie alles so praktisch schnell. Also Koffer auf, alles da, Koffer zu. Man muss da nicht rumzurren oder so. Und was ich bei diesem Mosco Setup ziemlich schnell festgestellt habe, man muss Spanngurte mögen. Also wer von euch keine Spanngurte mag, also man muss hier ständig zurren und dicht machen, für den ist das System, glaube ich, nichts. Aber ich habe jetzt noch keine Reiseerfahrung. Ich bin mir ziemlich sicher, daran gewöhnt man sich, und die Taschen haben halt dann, wie gesagt, andere Vorteile. Okay, hier hinten habe ich ja jetzt diesen Backcountry 30. Das ist ziemlich neu für mich, weil die Tasche, die funktioniert ein bisschen anders. Die geht hier zu beiden Seiten sozusagen auf. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Und man kann die sozusagen von der Seite befüllen. Das heißt auch, dass man zum Beispiel, wenn ich jetzt unterm Tag hier an irgendwas ran muss, und da kommen wir zu meinen schönen Objektiven, die ich vielleicht dann einfach da drin habe, und dann kann man das wieder zurollen, und das ist eigentlich schon eine coole Sache. Das wird aber natürlich auch zu einer gewissen Umstellung führen, weil ich diese Art von Packsystem so noch nicht kenne. Allgemein ist es auch cool, und das habe ich mir dann schon ein bisschen so ausgedacht. Hier hinten, ich glaube, die nennen das Beaver Tail immer, also immer diese Flaps, würde ich eher sagen. Die gehen hier so schön auf, und da drin gibt es eine schöne Tasche für ja, Karten. Ich benutze jetzt keine Karten groß mehr. Eine Tasche für Zeltstangen, aber was ich gerne hier drin hätte, wäre jetzt zum Beispiel mein Kamerastativ. Weil ich habe ja oft die Situation,
für die Motorradzeitschriften, anhalten, Stativ auspacken, Kamera hinstellen, dann mit dem Motorrad fahren, schöne Kurvenaufnahmen machen und das muss immer schnell gehen. Das heißt, Stativ raus, Kamera raus, dann kurz zumachen für die Aufnahme und das ist schon echt ein cooler Vorteil und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das in der Praxis bewähren wird. Aber das muss ich, wie gesagt, alles erstmal noch für mich selber herausfinden. Ja, was mir richtig schön gefällt an den Taschen, das muss man wirklich sagen, es ist sehr schön gearbeitet. Die Schnallen hier, die Gurte, es ist total tolles Material. Auch hier vorne der Tankrucksack ist sehr stabil. Man hat immer Griffe, man kann es so nehmen, man kann es hier nehmen. Also ich glaube, die haben sich da, die Jungs und Mädels von der Firma, wirklich Gedanken gemacht. Und da bin ich schon wirklich sehr gespannt. Ich meine, das wird ja erst spannend, wenn das Ganze mal ein bisschen voller Dreck ist, Staub. Dann wird sich nämlich zeigen, ja, inwieweit nervt es sozusagen, wenn man ständig am Dreck hantieren muss. Und das nächste ist natürlich dann auch, wie sieht es aus, wenn es da wirklich mal regnet, man fährt ja stundenlang im Regen, wie sieht es mit der Wasserdichtheit aus? Die ist ja definitiv gegeben, aber wie gesagt, das muss sich alles erst noch auf Reisen zeigen. Ja, und auf beiden Seiten habt ihr gesehen, habe ich diese schönen 35 Liter Panniers, also sie reden auch von Koffern tatsächlich auf der Homepage und ich muss sagen, die sind sehr stabil. Was wichtig ist, diese hier vorne und hier hinten sind diese sogenannten AUX-Packs und die sind aber auch wirklich wichtig, weil die der ganzen Tasche, die werden fest verschraubt, noch so eine gewisse Stabilität geben. Und ja, wie gesagt, ich habe das jetzt drin. Ich habe es von hinten, habe ich jetzt gerade mal hier diese 95 cm. Ich finde, das sieht einfach super aus. Hier ist der Auspuff, hier ist mein Extratank. Das habe ich euch ja im letzten Video gezeigt. Das alles an dem Träger von Outback Motortech. Und also ich finde, es sieht wirklich sehr schön aus. Zum Thema Optik noch ein Hinweis. Ich habe vom Freund schon gesagt bekommen, Mensch Martin, was ist denn das für ein Grün? Das ist doch komisch. Das ist wieder Geschmackssache. Ich finde, es passt super zu dem Bike. Ich wollte ja allgemein einfach mal was Neues. Die Taschen gibt es noch in Schwarz, dann hat man halt schwarze Taschen oder in KTM Orange. Und ja, okay, KTM Orange mache ich an der Yamaha und eine blaue Yamaha ganz sicher nicht hin. Also ich finde es super, wie gesagt, wenn das auf Reisen jetzt erstmal alles voller Staub ist und grau und dann spielt es alles irgendwann gar keine Rolle mehr. So, und ich glaube, jetzt zeige ich euch einfach noch mal so ein paar Details. Also die Taschen, die werden hier oben aufgerollt und wie gesagt, das ist eben die große Umstellung zu den Koffern, weil man muss immer aufrollen und innen drin sind dann diese extra Beutel, die man drin lassen kann oder man kann sie natürlich auch raustun, die sind wasserdicht und ich habe mir jetzt für diese Beutel, und das gibt es auch von Moskau, finde ich ziemlich cool, solche Drybags geholt. Da kann man schön packen und dann gibt es auch noch speziell für diese Koffer so Packtaschen, also für Klamotten in verschiedenen Größen. Und dann kann man sich hier organisieren, kann praktisch alles schön in solche kleine Taschen reinpacken. Dann geht es wieder hier rein und dann kann man das eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel mal im Hotel ist, nehme ich ja nur diese Tasche mit und nicht den ganzen Pannier. Also ich finde es ziemlich cool. Wie gesagt, man muss sich dran gewöhnen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird mit der Zeit ziemlich schnell und sehr einfach möglich sein. Ja, was soll ich noch zu den Taschen sagen? Genau, diese Panniers hier hinten, diese AUX-Pods, die kommen alle mit so einer kleinen Innentasche. 5 Liter. Und also da passt auch ordentlich Material rein. Was ich als Vorteil sehe bei diesen Taschen, man kann nach oben ja immer, also man kann ja immer noch mehr reinpacken. Auch das Ding kann man größer machen, die Taschen kann man weiter nach links, nach rechts ausziehen. Das heißt, wenn ich jetzt packe und ich packe neutral, dann ist immer mal Platz für ja, noch eine extra, keine Ahnung, ein paar Bier mehr, ein Wein oder Chips oder was auch immer, was man sich mal so gönnen will auf Reisen. Und ich bin ohnehin so eingestellt, ich fahre eigentlich auf Reisen immer los und
Früher bei den Koffern war es so, der eine Koffer war immer halb leer, also da war nichts drin. Und das werde ich bei diesem System tatsächlich auch mal verfolgen. Dann bei diesen Aux-Packs ist es ganz cool. Also hier habe ich zum Beispiel meine Benzinflasche drin. Ich habe tatsächlich jetzt 2 drin im Moment. Und da kann man aber auch einen Wassertank reintun. Der passt dann perfekt. Da ist hier unten bei den Taschen auch tatsächlich so eine Öffnung. Und da geht dann das Ventil von diesen MSR-Wasserbeuteln raus. Das heißt, man hat dann direkt auch immer Trinkwasser dabei. Ich habe da verschiedene Beutel, 2 Liter und 4 Liter. Die 2 Liter passen von der Größe her besser. Die 4 Liter, die kann man nicht ganz voll machen, da passen dann so 3 Liter. Aber je nachdem, wenn ich 2, also 4 Liter schon mal extra dabei habe und dann noch irgendwo eine Flasche oder einen Trinkbeutel im Rucksack oder in der Jacke, dann bin ich eigentlich gut dabei und ja, im Notfall findet sich schon noch Platz, um hier mehr Wasser auch mit zu transportieren. Ja, was denkt ihr? Ist es ein cooles Setup? Kann man damit auf Reise gehen? Schreibt mir eure Meinung. Ich bin wirklich sehr gespannt, was ihr davon haltet. Ich bin auch sehr gespannt, was meine Erfahrung damit sein wird. Und ich werde euch natürlich ziemlich zeitnah davon berichten. Wie gesagt, jetzt geht es ja bald los. Ich bin jetzt dabei mit den letzten Reisevorbereitungen. Morgen wird gepackt. Da mache ich nochmal ein extra Video, wenn ich dann fertig bin. Und das ist wahrscheinlich dann sogar noch interessanter, weil man dann einfach sieht, wie ich das alles verstaue und wie es dann in der Praxis tatsächlich wirklich aussieht. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen was gelernt. Vielen Dank an Mosko Moto für die Unterstützung. Bei Projekten, wie ich es mache, ist es immer ganz schön, wenn man ein bisschen Unterstützung bekommt. Und ich freue mich sehr, dass ich das alles bald ausprobieren kann. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Keep on riding und bleibt mir treu. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, habe ich mir sagen lassen, dass ihr auch keine neuen Videos verpasst. Und sehr bald wird es auch sehr spannende Reisefilme geben. Ich wünsche euch was, euer Martin.